In This Land is My Land spielt hier ein Native American und kämpft für die Befreiung eures Landes. Dabei müsst ihr euer Territorium ausweiten, indem ihr neue Camps errichtet oder andere freundliche Camps dazu bringt, sich euch anzuschließen, welche ihr dann mit weiteren Einwohnern besiedeln müsst, indem ihr sie aus der Gefangenschaft befreit oder sich euch andere Krieger aus anderen Camps freiwillig anschließen. Währenddessen müsst ihr gleichzeitig die Ausweitung der Grenzen des Gegners verhindern. Eure Gegner sind hierbei mehrere Gruppen von Siedlern, welche durch eine intelligente KI gesteuert werden. Doch wäre es natürlich kein Survival-Game, wenn ihr dabei nicht auch noch auf euer Wohlbefinden achten müsstet. Ihr braucht natürlich Nahrung sowie Wasser, aber auch verschiedene Arten von Medizin sowie Heilgegenstände. Man kann alles natürlich craften. Wer sich mit Survival-Games und Craft-Games auskennt, weiß, dass man noch so allerhand mehr machen kann. Und jetzt komme ich ins Spiel. Ich möchte euch gerne einen kleinen Einblick in das Game geben und euch ein paar Mechaniken sowie Spielelemente einmal zeigen und erklären. Bevor wir jetzt aber einen neuen Widerstand starten, so heißen hier die Spielstände, die wir anlegen können, müssen wir noch aus einem von 3 Schwierigkeitsgraden wählen. Wir haben einmal den leichten Modus, da müssen wir nicht zu sehr auf Survival achten, also sprich wir haben keinen Hunger, keinen Durst und keine schwerwiegenden Verwundungen, wie Verletzungen oder Vergiftungen. Oder wir gehen direkt zum typischen Hardcore-Survival-Modus. Hier haben wir wirklich allerhand dabei. Hier haben wir Verwundung, Durst, Hunger, Vergiftung, Blutvergiftung, Erbrechen. Wir können alkoholisiert sein und so weiter. Das ganze Ausmaß von Survival wird sich uns hier dargeboten. Außerdem können wir auch nochmal zu guter Letzt den 3. Schwierigkeitsgrad wählen, den Custom-Modus. Da können wir Tatsache selber ein wenig einstellen, wie hart, wie schwer es sein soll, ob die Bosse schon etwas früher spawnen sollen und so weiter und so fort. Schaut am besten mal rein, guckt euch ein wenig durch und entscheidet selber, wie ihr das Ganze starten wollt. Ich empfehle wirklich, starte direkt mit dem Survival-Modus, denn es ist ein Survival-Game und kein Survival-Game ohne Survival-Elemente. Als allererstes starten wir damit, dass wir als Gefangene in einem Zug sitzen. Der Charakter erzählt dabei, dass er eigentlich vorhatte, sich einem großen Krieger anzuschließen. Diesen Krieger geben wir nun einmal einen Namen. Und hier haben wir auch schon gleich die erste Besonderheit des Games. Denn wir suchen uns nicht nur einfach einen Namen aus. Nein, wir müssen darauf achten, wie wir uns nennen. Denn unser Name gibt uns gleich zu Spielbeginn einen Vorteil oder auch einen Nachteil. Wie diese aussehen und wie groß sie ausfallen, hängt zum einen davon ab, wie wir uns nennen, aber auch unter welchem Tierzeichen wir geboren wurden. Das heißt, ein Name kann viele verschiedene Boni, aber auch Mali haben. Wählt euren Namen also weise und mit Bedacht. Danach erzählt der Charakter uns noch, wo in etwa das Camp des großen Kriegers liegen soll. Hierbei entscheiden wir jetzt, wie weit unser Lager zu Beginn des Spiels von den feindlichen Grenzen entfernt ist. Ist es weit weg, haben wir einen leichteren Start. Ist es mittelnah, können wir die feindlichen Gegner schon eher sehen. Ist es vielleicht sogar ganz nah, dann gestalten wir unseren Start direkt etwas schwerer. Wir haben hier also nochmal ein kleines Rad zum Justieren des Schwierigkeitsgrades. Auch hier sollten wir uns wieder weise entscheiden. Sobald wir das alles gemacht haben, also uns einen Namen gegeben haben, sowie den Startpunkt festgelegt, werden wir auch schon sogleich aus dem Zug befreit und wir starten direkt mit dem Abenteuer. So, und jetzt nochmal so was ganz Wichtigem. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen hier ein Like geben würdet, damit dieses Video auch mehr und mehr Leuten empfohlen werden kann. Das wäre echt ein riesig großer Support. Ich danke euch schon mal dafür. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann haut doch auch mal auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr über jedes weitere Video von mir benachrichtigt. So, jetzt aber weiter im Text. So, wir starten in unserem kleinen Camp. Nicht unsere kleine Farm, nein, unserem kleinen Camp. Und müssen von hier aus nun anfangen, das Spiel zu lernen, zu sammeln, zu craften, uns auszubreiten, den Gegner ausfindig zu machen und verjagen sie von unserem Land, zerstören seine Lager und verhindern somit die Ausbreitung der gegnerischen Fraktion. Hinzu kommen dann immer noch einige kleine Quests, welche wir erledigen können. Diese wiederum bekommen wir, indem wir Gegner verhören oder gefundene Briefe sowie Zeitungsausschnitte lesen, welche wir beim Looten von Gegnern oder Ausrauben feindlicher Siedlungen finden können. Nachdem wir also in unserem kleinen Camp gelandet sind, müssen wir uns erst einmal einen Bogen bauen. Wir starten mit gerade genug Material dafür. Jetzt müssen wir noch Pfeile craften. Dazu müssen wir jedoch erst einmal die benötigten Materialien sammeln. Also, an eine Schippe! So, das wäre geschafft. Nur noch eben ein paar Pfeile craften und fertig. So schnell das auch ging, ist es besser, wenn wir Hilfe beim Sammeln bekommen könnten. Immerhin brauchen unsere Krieger auch Waffen und Munition. Und ich finde, die können sich ruhig selber mal bauen, diese faulen Schweine. Daher können wir unsere Krieger jetzt auch aussenden, um die verschiedensten Materialien zu sammeln. Sowie Gegenstände zu craften, solange wir die benötigten Materialien dafür im Camp haben. Außerdem können wir sie losschicken, um Wildpferde zu zähmen, mit denen wir dann später unsere Krieger losschicken können, um Angriffe zu starten, Erkundungen zu machen und so weiter und so fort. Wir können unsere Krieger aber auch außerdem feindliche Siedlungen überfallen, neue Siedlungen gründen und zwischen 2 Camps patrouillieren lassen. Doch jetzt kommt's. Die Gegner machen genau das gleiche, was wir auch machen. Sammeln, craften, ausbreiten und unsere Camps überfallen. Also Obacht, wir können Gegner aber nicht nur töten.
Nein, wir können sie auch überraschen und ergreifen. Dann erzählen sie uns alles, was sie wissen. Alles, was sie wissen wollen. Bis hin ins kleinste Detail und wo sie das Foto ihrer Frau versteckt haben. Wenn wir sie nur lassen. Dadurch kommen wir an Informationen wie Standorte von Gegnern, Standorte von Siedlungen auf der Map, wo sie ihren Loot vergraben haben und so weiter. Dann können wir sie ausnocken und sogar noch einschüchtern. Dann zählt der Gegner als ausgeschaltet und ergreift die Flucht, was uns einen positiven Ruf verleiht. Töten von Gegnern bringt uns dementsprechend einen negativen Ruf. Durch unseren Ruf bekommen wir einige andere Vorteile. Zum Beispiel brauchen wir für einige freundliche Camps, die wir auf der Karte finden, einen guten Ruf, damit sie sich uns anschließen. Bedeutet, wir können nicht nur neue Camps errichten, sondern, wie schon am Anfang des Videos angeschnitten, auch andere Camps, die wir beim Erkunden entdecken, darum bitten, sich uns anzuschließen. Dafür müssen wir manchmal einige andere Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Camps besitzen oder eben einen bestimmten Wert an Ruf. So, jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Den Überfallen und Niederbrennen von gegnerischen Siedlungen. Wie wir das machen? Nun, erst einmal müssen wir diese finden. Dann haben wir verschiedene Wege, um es zu lehren. Wir können uns reinschleichen und jeden Gegner einzeln ausnocken, looten und einschüchtern, damit er die Flucht ergreift. Oder wir nehmen uns ein paar Krieger, überfallen die Siedlung und töten alles und jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Sobald die Siedlung dann von Gegnern geleert ist, können wir allein oder, wenn wir Krieger dabei haben, mit ihnen zusammen die Siedlung leer looten und dann abfackeln. This Land is My Land ist ein Survival-Game wie kein anderes in meinen Augen. Ihr müsst nicht allein überleben, sondern habt einen Stamm, den ihr aufbauen müsst, welcher euch dann beim Überleben behilflich ist. Gegnerische Siedlungen überfallen und die EA daran hindern, das Land zu erobern, eure eigenen Grenzen ausweiten, während ihr den Gegner daran hindert, dasselbe zu tun. Und natürlich wäre es kein richtiges Survival-Game, wenn wir uns nicht auch um Essen und Trinken kümmern müssten. Selbstverständlich müssen wir unterschiedlichste Verwundungen, Blutungen über Knochenbrüche sind zu unterschiedlichen Arten von Vergiftung heilen, sammeln und craften. Wenn ihr also nach einem neuen Survival-Game sucht, welches neue Elemente mit sich bringt und somit auf seine eigene Art und Weise besonders ist, dann kann ich euch This Land is My Land nur ans Herz legen. Es macht mir super viel Spaß und wenn ihr mir dabei mal zusehen wollt, wie ich das Land von den Bleichgesichtern befreie, dann schaut doch gerne vorbei, wenn ich wieder live auf Twitch streame. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das war's soweit von mir. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Depp und ciao mit V.